Herzlich willkommen hier im Saal und via Livestream allen, die uns auch mitverfolgen. Ich begrüße ganz herzlich den Philosophen Wolfram Eilenberger, der uns gestern schon zur Eröffnung des Nikolaus-Harnoncourt-Zentrums so als Ort der aufgehenden Menschen ein paar spannende Gedanken mitgegeben hat, die wir natürlich auch aufgreifen. Und ich begrüße ganz herzlich Florian Bösch, der dieses Nikolaus-Harnoncourt-Zentrum gewissermaßen mit auf den Weg gebracht hat und auch die Denkwerkstatt gleich am Anfang etabliert hat als einen ganz wichtigen Teil dieser Institution. Und wir widmen uns keinem geringeren Thema als der Frage, was ist Arbeit? Herr Eilenberger, Sie haben gestern so schön gesagt, der gesellschaftliche Nutzen von Kunst und Kultur als Arbeit besteht in beispielhafter Verkörperung der Erfahrung, dass wir als Menschen am schöpferischsten und am produktivsten sind, wenn sich die Frage nach dem Nutzen unseres Tuns gar nicht erst stellt. Und wir uns eben nicht unter sie gestellt oder von ihr beengt erfahren. Die Frage ist, gehen wir jetzt einfach wieder nach Hause? Wenn Leute, die fragen, was Arbeit ist, immer nur dann fragen, wenn sie gerade nicht emsig am Tun sind und eminent arbeiten? Naja, wir können jetzt mal auch versuchen auszuloten, wann diese Frage überhaupt sinnvoll ist und im Raum steht und wann nicht. Ich habe zum Beispiel noch nie eine Podiumsdiskussion angekündigt gesehen, in dem es um die Bedeutung der Spargelstecher und der Heidelbeerpflücker als Arbeit für die Gesellschaft geht. So eine Frage stellen wir nicht. Und warum stellen wir sie nicht? Weil dieser Nutzen oder die Bedeutung ja ganz offensichtlich ist. Das heißt, diese Frage wird offenbar nur bei Tätigkeiten gestellt und als fraglich empfunden, indem mit diesem Nutzen oder mit der Bedeutung in spezifischer Weise etwas in Zweifel steht. Und eine Problematik an der Frage und an der Weise, sie zu stellen, besteht eben darin, dass sie die Künste und die Kultur, zwei sehr schwer einzugrenzende Begriffe, unter einen gewissen Zugzwang, unter einen gewissen Rechtfertigungszwang stellt, von dem ich mir nicht sicher bin, dass, wenn diese Frage wirklich ernsthaft gestellt ist, er jemals einzuholen wäre. Das meinte ich damit, zu sagen, das ist eine Trickfrage oder eine Fallenfrage. Und bei der Philosophie, sehen Sie, es gibt drei Ideen davon, was man in der Philosophie tut. Man gibt Antworten, man stellt Fragen oder man stellt das Fragen in Frage. Und mein Einsatz gestern war in gewisser Weise aus der dritten Tradition, die man auch eine skeptische Tradition nennen kann. Ist das überhaupt eine gute Frage? Und vor allem, wer stellt diese Frage? Mit welchem Interesse? Mit welcher Absicht dahinter? Und Florian Bösch, die Frage, ich gehe jetzt noch einen ganzen Schritt zurück. Die Frage, was ist Arbeit oder Arbeit, was ist das, ist auch der Schriftzug im Programm, den Sie da sehen können, stammt von Nikolaus Harnoncourt. Und die Frage, die ich mir auch gestellt habe, ist, kann man nicht ganz naiv die Frage für sich betrachten? Also wie kommt man dann relativ schnell zum Nutzen für die Gesellschaft, zum Nutzen der Kunst und Kultur für die Gesellschaft, wenn man so scheinbar, Sie haben ja gesagt, nur scheinbar naiv fragt, was ist Arbeit? Ja, natürlich. Also ich gebe dem Herrn Eilenberger recht, dass es eine Fangfrage ist. Und es ist ja im Original auch so, wie wir dieses Blatt gefunden haben, das der Nikolaus Harnoncourt geschrieben hat. Da steht ja keine Antwort dabei. Also es ist nicht so, dass wir diese Frage genommen haben und dann verstecken wir, was er dazu gemeint hat. Es ist ein offener Raum. Das finde ich das Interessante dazu. Es hat, ob wir jetzt uns damit befassen, ob es Arbeit ist, was wir tun, wenn wir künstlerisch, kreativ, schaffend, wenn wir tätig sind, ist gar nicht entscheidend dafür, was es für eine Wirkmächtigkeit hat. Und die Wirkmächtigkeit von dem, was wir tun, hat es so oder so. Die Frage, die daran hängt, müssen wir das überhaupt wissen? Das würde ich ganz gerne den Herrn Eilenberger dann fragen. Muss ich jetzt, wenn ich singe und Musik mache, muss ich mir darüber Gedanken machen, was es für einen
Nutzen für eine Einbettung in den Kontext der Gesamtwirkung und Gesamtfunktion einer Gesellschaft hat. Muss ich das wissen oder muss ich das nicht wissen? Muss es der Philosoph wissen? Ist der Philosoph dafür, dass er es mir erklärt? Oder kann es mir überhaupt wurscht sein? Das beschäftigt mich. Er hat völlig recht in der Rede von gestern, dass im Moment des Tuns es weit entfernt ist, sich damit zu befassen. Also dass im Moment des Arbeitens man befreit ist von der Frage, ob es dasselbe sei oder nicht. Im Gegenteil, es ist sogar ein Indikator, soweit ich das verstanden habe, wenn man wirklich in der Arbeit versunken ist, also im Tun aufgeht, dann nur, wenn sich diese Frage gar nicht stellt. Genau. Sehe ich das richtig? Und das ist ja ein ganz trivialer Punkt, den Sie alle aus eigener Lebenserfahrung kennen. Die Frage nach dem Sinn, die stellt sich immer nur dann, wenn der Sinn nicht mehr da ist. Aber jetzt streiche ich die Frage von Herrn Bösch natürlich weiter. Muss man sich Gedanken machen? Also wenn dann dieses Aufgehen vorbei ist, wenn das völlige Versinken, irgendwann taucht man auch wieder auf, notgedrungen. Muss ich es dann wissen? Muss ich mich dann darüber informieren? Diese Frage hat, und das ist ja vor allem eine politische Frage, ich glaube, das muss man sich klar machen, die hat eine gewisse Tradition. Und ich würde sagen, eine extrem ambivalente, ich würde auch sagen, problematische Tradition. Denn wenn da in Bezug auf die Kunst und die Kultur gefragt wird, wozu sie denn nützlich sei. Es muss übrigens nicht sein, dass die Frage nach der Bedeutung mit der des Nutzens identisch ist. Das habe ich ein wenig mir so gedreht. Aber wenn Sie diese Frage stellen, dann haben wir zum Beispiel im 20. Jahrhundert zwei große, sehr problematische Möglichkeiten, das zu beantworten. Es gibt die völkische Antwort auf diese Frage. Die Kunst und die Kultur steht unter dem Zugzwang in irgendeiner Form von nationaler oder völkischer Identität zu bestärken, zu vertiefen, zu exemplifizieren. Und mit einem großen Kraftaufwand, muss man jetzt auch noch sagen. Genau, ja. und natürlich mit den Restriktionen, die dann notwendig damit einhergehen. In Bezug auf das, was wir die Gesellschaft nennen, die dann meist von einem politischen Körper verkörpert wird. Und im zweiten Falle, das ist die andere, könnte man sagen, große totalitäre Tradition des 20. Jahrhunderts, da muss das dann nützlich sein für ein Volk der Werktätigen, für die Gesellschaft als solches. Das heißt, man gerät in einen spezifischen Druck, dass all das, was man künstlerisch tut, in gewisser Weise für eine Idee davon, was die Gesellschaft ist und sein soll, zuträglich sein soll. Da finden Sie dann Schwundstufen solcher Gedanken, zum Beispiel bei Stalin, der sagt, die Dichter sind Ingenieure der Seele. Ja? Eine extrem problematische Formulierung. Und das heißt, in dem Moment wird alles, was wir unter Kunst und Kultur stellen, unter einen gewissen Zugzwang gesetzt. Und ein Einsatz, ich würde sagen, auch ein Einsatz, soweit ich das hier im Harnoncourt-Zentrum sehen kann, ist, dass künstlerische Betätigung in einem ausgezeichneten Sinne sich in einer Freiheit befindet oder mutmaßt, in der sich diese Frage nicht primär stellt und nicht primär stellen darf, weil es eine andere Form von Tätigkeit ist. Aber vielleicht sehen Sie das ganz anders. Na, ich sehe es nicht ganz anders. Ich sehe es vielmehr so, dass wenn die Kunst und die Kultur in einer Art von Zugzwang oder in einer Bedingung aus der Erwartung von Gesellschaft oder sogar Politik steht, ist es schon eine Verfehlung. Ich bin der Ansicht, dass die Kunst und die Kultur eine andere Aufgabe hat. Sie muss vorlegen. Also ich verstehe die Künstler und die Kunst als eine Art von freies Laboratorium zur Überprüfung der Frage, wer wir sind. Und das ist die große Frage, aus der unser kulturelles Tun überhaupt hervorspringt, in meinem Verständnis. Die Frage, wer wir sind. Und das ist, so wie eine Gesellschaft eine politische und gesetzliche Verfassung hat, so hat die Gesellschaft eine permanent sich entwickelnde Verfasstheit über den Wertekatalog, auf den wir uns zu einigen vermögen. Und ich glaube, dass im künstlerischen und kulturellen Tun und Schaffen genau dieser Katalog permanent zur Debatte steht. Also dass auch die völlig unbewusste, ungerichtete, ungezielte künstlerische Tätigkeit und Äußerung aus dieser Frage entspringt. Wer sind wir? Wenn jemand irgendwas aus Leid oder Druck oder irgendwas zu sagen hat, nicht? Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt, gab mir ein Gott zu sagen, was ich leide, sagt der Goethe. Da gibt es halt ein paar, die hauen irgendwas raus.
ungerichtet im Anfang. Es gibt natürlich in der Kunstgeschichte ganz viele Künstler, die extrem präzise politisch arbeiten und formulieren und die schon in ihrer Arbeit diese Orientierung vorausdenken oder vorbereiten. Muss aber nicht sein. Aber die Tätigkeit an sich soll und muss frei sein und vorlegen. Und dann vielleicht in einem Fall, deswegen komme ich zu der Frage, kann es mir dann der Philosoph erklären, was wird denn da getan, was haben wir getan? Ja? Es gibt viele Kunstformen in der Kunstgeschichte, wo man eigentlich sagt, das hat er halt gemacht, der Künstler, weil er es hat machen hat müssen oder so. Und irgendwann wird es dann eingenommen, erklärt, gesehen und auch eingeordnet. Aber alles dient der Beschäftigung mit der Frage, wer wir sind. Und ich ergänze jetzt noch, was Sie gesagt haben, nämlich also quasi auch, wie wir gut leben, sind, gut arbeiten. Also das Gute ist jetzt vielleicht auch ist die Frage, ja, ist es im Künstlerischen immer so das Ziel oder ist es einmal grundsätzlich auch den Menschen in seinen Abscheulichkeiten darzustellen? Das weiß ich jetzt nicht. Ja. Lustig, wir haben vorher kurz gesprochen über den 4. Satz der 9. Beethoven. Den Sie jetzt alle überall hören. Den Sie wegen 200 Jahre Uraufführung, den man überall hört. Und ich habe mir immer schwer getan mit diesem 4. Satz. Und der Sir Simon Rattle hat in einem Gespräch in London im Barbican vor einem Konzert mit London Symphony Orchestra von 9. Beethoven in diesem Gespräch gesagt, dass der Beethoven versucht, in dem Satz die gesamte Humanität, das ganze Menschliche in diesen Satz zu packen, inklusive des Grotesken. Und das hat für mich persönlich diese Symphonie und diesen 4. Satz komplett gedreht. Ich kann damit viel besser umgehen, mit dem Gedanken der Inklusion des Grotesken. Ich halte die Inklusion von allem für extrem wichtig. Auch die Inklusion des Absurden, die Inklusion des Abgründigen. Das ist ja in der Kunst und der Kultur immer da. Also es muss vielleicht sogar, aber jedenfalls darf es alles in sich halten und in sich tragen. Und vielleicht, wenn ich daran anschließen darf, was Sie gesagt haben, Sie sprachen von Vorlegen. Ja. Das ist eine, glaube ich, sehr brauchbare Formulierung, mit der wir weiter arbeiten und denken sollten hier auf der Bühne. Aber das ist von Heiner Müller. Ich möchte nicht... Aber was mir noch wichtiger erscheint ist, und das hat mit dem Vorlegen zu tun, verkörpern. Ein Mensch wie Nikolaus Harnoncourt auf der Bühne verkörperte etwas. Und Sie können sehen, wann immer Menschen in einer Tätigkeit aufgehen, passiert mit den Menschen, die ihnen zusehen, etwas ganz Besonderes. Die begreifen das. Die sind davon berührt. Sie sind dafür in spezifischer Weise mitgerissen. Und dieses Verkörpern von Sinnerfülltheit, die Künstler im ausgezeichneten Sinne auf der Bühne beispielsweise verkörpern, das ist eine Form, die im schönsten Sinne eine der Fraglosigkeit ist. Eine der Fraglosigkeit. Ich habe sehr aus der Erfahrung des Arbeitens selbst herausgesprochen. Und es ist natürlich so, wenn Sie als Künstler auf der Bühne sind und Sie sind in Ihrem Element, Sie tun, was Sie tun, dann haben Sie eine Anmut und eine Selbstvergessenheit, die Sie verkörpern, die meiner Ansicht nach grundmenschlich sofort mitreißend ist. Wenn Sie das sehen, denken Sie, so wäre ich auch gerne. Dieser Zustand muss wahnsinnig schön sein. Das ist ein Zustand, den ich selbst auch anstrebe. Und bei Künsten im besonderen Sinne, wir haben das gestern Abend erlebt, zum Beispiel in der St. Georgenkirche, gibt es diese Übertragung ja einfach ganz unmittelbar, auch im Sinne der Musik. Es ist nicht nur so, dass die das ausüben, in diese heilige Selbstvergessenheit geraten, sondern auch die, die es hören. Wir gehen dann buchstäblich in eine andere Sphäre. Und die Frage ist, was wird dann eigentlich vorgelegt? Ja? Was wird da vorgelegt als Erfahrung? Und ich würde sagen, es ist eine Erfahrung, in der wir uns die Frage nach der Bedeutung unseres Daseins nicht mehr stellen. Weil sie nämlich unmittelbar für uns erfahren wird. Und das ist doch mit das Schönste, was man von unserer Existenz sagen kann. Und das sind Erfahrungen wiederum, und hier wird es sehr gefährlich.
wir sind oft in Diskursen, die sagen, das kann man nur in der Kunst machen. Und die Kunst ist dieser Zustand, dieser hehre Zustand, in dem das nur möglich wäre. Und ich versuche auch immer darauf hinzuweisen, dass das überhaupt kein rein künstlerisch bedingter Zustand ist. Ich sprach von Conny Leimer im Mittelfeld der österreichischen Nationalmannschaft. Schauen Sie sich an, was dieser Mann tut, wenn er Fußball spielt. Das ist genauso selbstvergessen, genauso mitreißend und übrigens auch genauso geschult wie das, was Nikolaus Harnoncourt tut. Es ist aber in einem anderen Aufführungsfeld. Und ich werde immer ein bisschen skeptisch und auch ein wenig unruhig, wenn man die Kunst, was auch immer das im Einzelnen sein mag, auf das Podest der Gesellschaft stellt, als der einzigen Sphäre, in der das möglich sein soll. Das ist eine Auszeichnung, die die Kunst oft auf ein Podest stellt, um sie zu vermeiden. Und andererseits isoliert sie diese Erfahrung auch von viel alltäglicheren Formen, aus denen sie meiner Ansicht nach erst hervorgeht. Also das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, kann man dieses Aufgehen und dieses wirklich in sich sein und dieses Beseeltsein auch finden, wenn ich, keine Ahnung, einer Zuckerbäckerin zuschaue, wie sie ihren Germteigstritzel flicht oder wie jemand, also weiß nicht, das kennen Sie wahrscheinlich alle, ja, strickende Menschen, die einfach so wirklich so in sich sind. Ja? Also meinen Sie das damit? Ja? Natürlich. Und das Interessante daran ist, versuchen Sie mal einen strickenden Menschen, meine Frau strickt sehr gern und sehr viel, aber die hat halt auch 25 Jahre Übung. Ja? Auch das braucht Meisterschaft. Es ist ja nicht nur so, dass es Meisterschaft im Singen oder im Dirigieren gäbe. Es gibt die Meisterschaft im Sensen. Es gibt die Meisterschaft im Stricken. Es gibt auch die Meisterschaft im Strudelmachen. Und das sind alles Könner. Das sind alles Meister. Es braucht wahnsinnig lange, bis sie in diesen Zustand kommen. Der stellt sich ja nicht einfach ein. Der bedarf der Übung. Aber da sind wir vielleicht bei dem, was für mich jetzt auch genau bei all diesen Künsten, und wenn man das Strudelteig auswalken so dünn, dass man eine Zeitung drunter lesen kann, hat es immer geheißen zu Hause, wenn man das auch als so eine Kunstform, und Entschuldigung, ich erlaube mir das jetzt, das auch auf die gleiche Ebene zu stellen. Herr Bösch, Sie haben gesagt, die Arbeit, das Üben, das ist das, was vorher kommt. Ja? Üben, üben, arbeiten, arbeiten, also ist es das? Ja? Also ist dann die Arbeit bei der Kunst das, was man, die Technik, also Sie haben mal in einem Interview gesagt, dass heute auch die Ansprüche, die technischen, durchaus immer höher werden. Das heißt, man kommt gar nicht umhin zu arbeiten, sich was zu erarbeiten. Darf man das so sagen? Ist es das, die Arbeit? Ja, aber wenn ich jetzt mich erinnere, meine guten Nachmittage im Vorbereiten, im Üben, in irgendwelche Handwerklichkeiten entwickeln, unterliegen der gleichen Natur, dass ich auch da selbstvergesslich bin, ja, und das eine Qualität hat. Ist ganz spannend. Ich finde das es ist sehr schwierig, muss ich bekennen, in Echtzeit zu hören, zu denken und dann soll ich auch mal was sagen. Es ist ja nicht ganz es ist ja interessant, was da vorkommt. Aber ich hänge jetzt gerade an einem Satz aus der Bibel, den ich immer schon geliebt habe. Und zwar ist der vertont von Brahms in den 4 ernsten Gesängen Salomon. Er stellt die Frage, ob der Geist des Menschen aufwärts fahre und der Odem des Tieres unterwärts unter die Erde. Darum sahe ich, dass nichts Besseres ist, denn dass der Mensch fröhlich sei in seiner Arbeit, denn das ist sein Teil. Ich arbeite unglaublich gern und ich denke jetzt aber in Echtzeit gerade neu, ob der Zustand dieses Arbeitens vielleicht nicht der ist, wie ich auch glaubte, dass es an der Beschäftigung, der Frage nach Sinn und nach wer wir sind ist, sondern dass es die Aufgabe davon ist. Und das würde ganz klar für jede Tätigkeit und für jede Arbeit gelten. Das würde die Kultur und die Kunst auf keine extra Podestposition stellen, sondern dass die Befähigung und das Vermögen in Selbstvergessenheit etwas einfach nur zu tun, dass diese Befreiung von der eigentlichen Frage die größte Nähe an der Frage zu arbeiten beinhaltet. Und das finde ich schon einen recht versöhnlichen Gedanken für sehr vieles, was man in der Welt so zu tun hat. Schön, das freut mich. Und ich meine, ich will meine Karten gleich, also da muss man auch offen sein. Das sind ja nicht Dinge, die ich mir jetzt auf der Bühne ausdenke. Es gibt ja Philosophen, zum Beispiel John Dewey, der ein Philosoph ist, der solch eine Kunstkonzeption entwirft. Der hat ein sehr schönes Buch geschrieben, Kunst als Erfahrung. Ja.
Ja? Und das ist ganz wichtig. Wir sprechen über Kunst als irgendetwas, was so ein abstraktes Ding ist. Kunst ist ja zunächst mal eine Erfahrung. Und dann versuchen wir, diese Erfahrung zu beschreiben. Und Dewey sagt, genauso wie Sie das jetzt auch für sich noch gewonnen haben, denken wir doch zum Beispiel mal an einen Hund, der seinen Knochen bearbeitet. Also wenn ich an Arbeit denke, das ist das erste geistige Bild, das mir vor das Auge tritt. Ich habe einen Dackel und dem gebe ich manchmal einen Knochen und dann passiert was, dann bearbeitet er diesen Knochen, um ans Mark zu kommen. Und man kann sich nichts Selbstvergesseneres, Sinnvollenderes, Aufgehenderes vorstellen, als einen Dackel, der seinen Knochen bearbeitet. Das ist richtige Arbeit, schwierige Arbeit. Ich könnte es nicht, er kann es. Braucht man auch was dafür. Aber das ist ein Bild unmittelbaren Glücks. Und jemand wie Dewey würde uns sagen, wir sollten das eher in einer Kontinuität denken. Und zum Beispiel sagt er, ich formuliere das leicht um, das ist ein Aufgehen in fokussierter Intensität. Wir sind ganz bei uns, wir sind ganz bei der Sache und wir sind ganz und gar in dem Werken selbst. Und mir scheint es, ich habe das jetzt nur in Gesprächen die letzten 2 Tage hören können, dass Nikolaus Harnoncourt in ganz spezifischer Weise diese Verkörperung hatte. Dass er dieses Aufgehen tatsächlich wie so, vielleicht war er an den Musikstücken wie ein Hund am Knochen. Und das meine ich dann nicht despektierlich, sondern im besten Sinne. Der wollte aufs Mark, der wollte da rein und hat sehr, sehr lange daran gearbeitet. Und wenn er das getan hat, dann hat er allen anderen zu verstehen gegeben, das ist die schönste Weise, auf dieser Welt zu sein. Und ich denke, das ist, wenn Sie so wollen, schon eine Aufgabe der Kunst und der Kultur, dass die Menschen, die es betreiben, uns allen einen Eindruck davon geben, wie schön diese Erfahrung ist. Denn der traurige Hintergrund der Frage, was Arbeit ist ja der, dass wir nur das als Arbeit bezeichnen, was diese Erfahrung derzeit nicht ermöglicht. Ja? Die meisten Dinge und die meisten Menschen, die arbeiten gehen und 8 Stunden arbeiten gehen, tun das in Zusammenhänge und in Nutzenzusammenhängen, die gerade darauf ausgerichtet sind, diese Erfahrung niemals zu machen. Ja. Und somit zu einer Qual für die Menschen werden, zu etwas, was ihnen innerlich widerstrebt. Und da kann man natürlich sagen, daraus entsteht eine Art philosophische Utopie. Natürlich wünschen wir uns eine Gesellschaft, in der die Möglichkeit, diese Selbstvergessenheitserfahrungen zu machen, maximiert ist und die Arbeit so einzurichten, dass sie Menschen machen können. Die Etymologie gibt Ihnen halt recht, muss man jetzt auch sagen, oder? Also, dass die Arbeit, Travail, einfach aus diesem fremdbestimmten Unterjochtsein, sage ich jetzt ganz überspitzt, also aus diesem Zwang eben kommt. Also, dass er aus das Wort Arbeit ja herrührt. Also, ja. Es ist ja jetzt nicht so, als hätten wir das erst erfunden mit dem Neoliberalismus, sondern das steckt ja schon drinnen. Also das stimmt. Aber im Französischen sind wir jetzt immer unterwegs, seit Menschen gedenken, dem entgegenzuwirken oder zu versuchen, dem irgendwie ein Schnippchen zu schlagen? Ja, also erstmal würde ich sagen, das hängt sehr von der Sprache ab. Im Französischen zum Beispiel haben sie Travail, das heißt Arbeit, aber es heißt auch Werk. Es ist auch etwas, was man schafft und schöpft. Das ist auch Travail. Aber auch vom Pfahl und vom Joch her. Ne? Vom Joch, ja. Und natürlich könnte man sagen, das ist ja das Problematische daran, an der Frage Kunst und Kultur als Arbeit. Wenn man sie denn so stellt, dann ist es eine problematische Frage, weil wir uns Kunst und Kultur, wenn sie gelingt, überhaupt nicht als etwas vorstellen können, was Menschen unter ein Joch zwingt. Und dann geneigt sind zu sagen, aha, das ist also keine Arbeit. Nicht wahr? Kann es ja nicht sein. Ist viel zu genussvoll. Und wenn wir da mal so weit sind, dann ist es sehr leicht zu sagen, aha, es ist also auch nicht nützlich. Sondern es ist vielleicht, und das ist natürlich gerade in der klassischen Musik eine ziemliche Kernvermutung, es ist für die Elite, es ist für die wenigen, es ist für diejenigen, die sich das leisten können, es ist für ein gewisses Milieu, das dann oftmals auf Bühnen Selbstrechtfertigung betreibt, in sehr umständlicher Weise, um zu sagen, wir sind aber doch nützlich. Weil man nämlich auch in diesem Klassismus oder in diesem Milieu ist, dass man gerade in der klassischen Musik immer rechtfertigen muss, warum das denn eigentlich nur für die wenigen ist
und nicht für die vielen. Ich meine, das ist ja auch eine Mutter dieser Frage. Wie nützlich sind wir für die Gesellschaft? Weil man das Gefühl hat, gerade klassische Zusammenhänge, die sind teuer, die sind aufwendig, die stehen unter einem bestimmten Ressourcendruck. Und dann kommt man darauf zu sagen, aha, wir sind aber auch nützlich. Und mir scheint das kein sehr produktiver Weg, mit diesem Zweifel umzugehen. Ja, das Ich lasse jetzt ein bisschen Denkraum da, ja, für alle. Wenn wir, also bei vielen Dingen, was da jetzt gesagt, gedacht und in den Raum gestellt wird, hat die Klassik oder das, was ich so hauptsächlich tue oder was auch der Nikolaus Harnoncourt hauptsächlich so getan hat, steht in einem besonderen Platz, nicht? Weil wir rekreativ arbeiten. Wir beschäftigen uns, und Nikolaus Harnoncourt in seiner Arbeit mit seiner Frau Alice über Jahrzehnte mit möglichst altem Zeug, so weit wie man zurückgreifen kann. Dort ansetzen, dort überprüfen, dort finden, dort suchen, erfinden, wieder erneuern. Das ist ja schon ein sehr spezielles Tun. Das, finde ich, hat noch einmal eine ganz andere auch Rolle, oder wenn wir Aufgaben oder Wirkungen für Gesellschaft anschauen, hat das ja noch einmal etwas anderes. Als wo sind wir heute, was tun wir, Popkultur. Ja. Das sind durchaus auch andere Strukturen, die wir anschauen. Und ich denke mir manchmal, wenn ich mir so die Kulturgeschichte, denke ich sie mir manchmal so als Gebäude mit Stockwerken. So wie wir in der Technik und in der Wissenschaft sagen, die großen Denker, wir stehen auf den Schultern von Giganten, die uns schon diese Bücher hinterlassen haben und wir müssen nicht wieder bei Null anfangen. Die Kulturgeschichte kann auch nicht immer bei Null anfangen. Es kann nicht ein junger Künstler, der sich mit was auch immer beschäftigt, anfangen bei Null. Das wäre ein Horror vacui von einer Dimension, die nicht bewältigbar wäre. Das heißt, die Generationen und die Epochen sind wie Stockwerke, auf denen die Nächsten stehen. Und ganz viel von der Arbeit, die wir auch in der klassischen Musik zum Beispiel tun, scheint mir so zu sein, als ob wir das Gebäude instand halten. Also wir halten das Stockwerk vom 14. bis zum 20. Jahrhundert. Wir schauen, dass das so solide dasteht, dass wir in unserer Arbeit auch die Relevanz dieser Architektur überprüfen, auf das die Gegenwart verbunden, bewusst, verwurzelt, stark bauen kann. Und man kommt dann eben so, wenn man mit Harnoncourt gearbeitet hat, dann kommt man drauf, wo diese Säule, an der wir gerade uns befassen, herkommt und wo sie hingeht. Und das Hingehen der Säule ist immer ein erstaunlich weites. Man kommt immer drauf, dass es ja bis ins Heute trägt und nicht nur als eine Pflegearbeit und eine Restaurationsarbeit, sondern dass die Gegenwärtigkeit untrennbar damit in Verbindung steht. So eine Art, mir fällt jetzt ein, irgendwie so eine mentalitätsgeschichtliche Paläontologie in Wahrheit. Also als einfach wirklich so dieses Suchen. Ich glaube, das ist aber schon was die Menschen grundsätzlich auszeichnet. Jeder kommt irgendwann einmal an den Punkt im Leben, wo man wissen will, wo komme ich her? Wer waren meine Vorfahren? Und wir als Gesellschaft, jetzt verwende ich auch wieder dieses furchtbare Wort, aber dieses rätselhafte, geheimnisvolle Wort, glaube ich auch, dass wir so eine kollektive Sehnsucht haben danach. Und ist es dann das, ja? Was die Kunstkultur in der Musik, jetzt liegt uns das natürlich am nächsten in der Musikgeschichte, aber auch in der Kunstgeschichte nachschaut. Ja? Also warum bewahren wir denn die Altarbilder aus dem 14. Jahrhundert und schauen, dass die Temperatur stimmt und damit wir, also ist es das? Ja, und ich meine, bei Harnoncourt, sie stoppt mich sofort, wenn ich Unsinn erzähle, weil das kann mir das noch rekonstruieren. Das war ja ein transgressives Tun. Es war ja nicht nur so, dass dort Dinge aufgeführt wurden, sondern es wurde in den Aufführungen immer nach einem neuen Offenen gesucht, das in dieser Aufstellung wohl steckte, aber noch nicht artikuliert war. Das ist nun wiederum auch ein interessantes Konzept davon, was Kunst ist und soll. Ein ziemlich junges, sagen wir 250, 300 Jahre alt, dass Kunst als moderne Kunst transgressiv sein soll, dass sie das Neue als neue Erfahrungsform hervorbringen soll. Das war ganz stark. Und der Zauber und das Besondere bei dieser Person scheint mir nun darin zu liegen, dass die Erneuerung aus dem Archiv selbst kam. Er war ja ein Archivar vergessener Erneuerungen.
wenn ich das richtig sehe. Und hat sie dann in neue Transgressionen geführt. Und das ist natürlich eine wunderschöne Sache, dass man seine eigene Kultur als Gewordene in neue Intensitäten führt. Nicht, indem man jetzt zum Beispiel ein neues Notensystem einführt und in dieser Weise transgressiv ist, sondern indem man als Archivar der eigenen Kultur Transgressionen sucht. Und mir würde es jetzt so erscheinen, dass man das Wirken von Harnoncourt so fassen kann. Der hat keine neue Musik erfunden, der hat neue Wege gesucht, Musik hörbar werden zu lassen, insbesondere solche, die aufgrund verschiedener kultureller Verengungen ein wenig aus dem Blick geraten waren. Und das ist übrigens auch in der Philosophie oftmals genau die gleiche Bewegung. Es ist nicht so, dass man wirklich neue Gedanken hat. Das ist schwierig. Erstens ist es schwierig, einen Gedanken zu haben. Und wenn man mal einen hat, ist es dann auch meistens so, dass es nicht kein neuer ist. Da ist man einfach zu wenig gelesen, um zu denken, das war ein neuer. Und der Harnoncourt hat gar nicht versucht, in diesem Sinne das Ei neu zu erfinden. Aber er hat sich auf Ostereiersuche begeben und hat da wohl auch ganz schön viel gefunden. Was dann doch wieder neu war, weil ich... Als Vergessenes. Ja, als Vergessenes. Und Natürlich. ich wage zu behaupten, dass das vielleicht auch ein großer Verdienst und eine wirklich harte Arbeit ist, weil Kulturtechniken, kulturelles Wissen über, ich glaube, es reichen 3 Generationen, bis es verschwunden ist, oder? Ja. Na klar. Also das ist ja auch, also vielleicht ist das auch ein Aspekt von Arbeit, ist das eine... Also das immer wieder neu und das wieder die neue, aber immer wieder neu zurückgreifen, immer wieder neu das Alte hervorholen, überprüfen, neu. Ja, und was der Eilenberger richtig sagt, wenn wir glauben, wir haben jetzt einen neuen Gedanken zu formulieren und der steht uns zur Verfügung, haben wir nur noch nicht genug gelesen in der Philosophie. Das ist ja völlig richtig. Wer sagt schon etwas Neues? Unsere Humanität ist, seit es uns gibt, im Prinzip das Gleiche. Wir sind uns gleich in unseren jeder liebt was, hat Angst vor was, hat was verloren, hofft auf etwas. Das wird sich so bald nicht ändern. Das sind wir, will ich mich fast getrauen zu sagen, im Prinzip nun einmal. Das heißt, die Gegenwart stellt die gleichen Themen zur Debatte, zur Besprechung, zum Ausdruck, wie seit immer. Das heißt, wenn wir uns mit uns selbst beschäftigen in der Romantik, mit den Worten von Heinrich Heine und in den Tönen von Schumann, ist die Entsprechung davon die Taylor Swift, die eine große Lyrikerin ist, wie ich höre, und eine wir hatten darüber gesprochen. ja, aber ich muss mich damit befassen. Ja, aber es ist das Gleiche. Wir reden von dem Gleichen. Wir reden von im Endeffekt uns. Ja. Aber der neue Gedanke ist es nicht. Und dann ist die Frage auch, was macht denn der Nikolaus Harnoncourt in all diesen Jahrzehnten irgendwie anders? Und da scheint mir es so zu sein, es ist eine andere Haltung dazu. Und ich denke, dass dann die Haltungsfrage zu dem, wie wir tun, was wir tun, einen großen Wert hat und eine große Wichtigkeit. Weil zur jeweiligen Haltung dann auch dieses sich dazustellens des Publikums, der Gesellschaft. Gestern haben Sie gesagt, einer sagt, schleich dich, aber viel besser, komm her. Komm her. Ja, der Komm-her-Gedanke. Zu was kommt denn her? Und das Herkommen passiert vor dem Moment der musikalisch-künstlerischen Repräsentation. Das Publikum kommt ja, bevor wir anfangen zu spielen und zu singen. Wo kommt es also hin? Und da bin ich geneigt zu unterstellen, dass es zu einer Haltung kommt. Dass es zu einer Haltung kommt, die eine Relevanz hat für ein Gefühl, für ein Sehnen einer Zeit. Und das, denke ich, ist exemplarisch bedeutend gewesen in dem Wirken der Harnoncourts und von dem, was sie gemacht haben, dass es eine Haltung gezeigt hat, die neu war. Auf Basis von Gedanken, die ewig die gleichen waren. Und da ist eine große Strahlkraft. Und da wäre natürlich viel zu sagen. Der Begriff dieser Haltung, ich sage das als Sohn einer Physiotherapeutin, Haltung, da muss man auch ganz schön was für arbeiten. Ja? Also bis man sich mal gerade hält, das wissen Sie als Bühnenmann. Auch das ist sehr, sehr wichtig. Und Übung. Aber die Haltung, die jetzt Harnoncourt verkörpert hat, als eine transgressive Haltung aus dem Archiv, sagen wir mal, das war natürlich in seiner Zeit auch eine sehr typische.
sagen wir in den 40er, 50er, 60er Jahren, als man das Gefühl hatte, es gab erstmal einen sehr starken problematischen Zugang zu Tradition überhaupt im deutschsprachigen Raum. Dann zweitens eine Verengung auf gewisse Markenartikel in dieser Tradition. Und dann wurde es den Leuten, die transgressiv gesinnt waren, denen wurde es ein bisschen eng. Die mussten sich dann bewegen. Und wenn es ihnen ein bisschen eng wird, dann können sie in verschiedene Richtungen gehen. Dann können sie Rockmusiker werden und sagen, ich transgrediere in diese Richtung. Oder sie können eben sagen, ich gehe jetzt mal ins 16. und 15. Jahrhundert und schaue mir mal die vergessenen Haltungen an, die vergessenen Formen der Transgression, die damals wirksam waren, und versuche meine eigene Gegenwart auf etwas hinzuweisen, das sie leider vergessen hat, das nämlich dort auch schon gerockt wurde, ja, jetzt, absolut. Im eigentlichen Sinne. Ja. Und das war die schöne Bewegung, glaube ich, die hier war. Und ich meine, ich habe das jetzt nur in meinem Video gesehen, ich meine, das hat ja durchaus, also ich will jetzt nicht sagen was Punkiges, aber was stark Transgressives, wenn Harnoncourt da zu Werke ist. Der will keine normale Klassik. Der will die Klassik von dieser gestellhaften Eingesponnenheit in gewisse Rituale befreien. Das ist ja ein Ziel dessen, was er tut. Ja. Da würde ich denken, dass es ganz stark so war. Ja, deswegen ist diese Gestalt jetzt, ich meine, das Schöne an meiner Arbeit ist, dass man ja manchmal auf Dinge gestoßen wird, auf die man selber nicht käme. Und dann wird man auf so ein Ereignis, das ist ja ein Wort, das wir dafür verwenden, es ist ein Ereignis, etwas war und dann passiert etwas und es sieht ganz und gar anders aus. Und vieles von dem, was ich hier gehört habe, ist, dass das sogar im persönlichen Umgang mit Harnoncourt so war. Ich habe 3, 4 Gespräche gestern geführt, wo Menschen gesagt haben, er war für mich ein Ereignis in dem Sinne, denn mein Leben war danach etwas anderes. Ich habe auch einen anderen Bezug zur Musik gefunden. Der hat mir buchstäblich eine Tür geöffnet, von der ich nicht wusste, dass sie existiert hat. Und vielleicht zurück zu unserem Thema. Das ist natürlich eine Funktion von Kunst, dass man Türen öffnet, von denen die meisten Menschen gar nicht wissen, dass sie da waren. Und ist doch schön, da gibt es dieses Archiv, wie ich gesehen habe, ganz oben auf dem Speicher. Ich nehme mal an, dass man die Tür zum Speicher gar nicht findet, wenn man nicht weiß, wo sie ist, weil da eine Luke ist, durch die man hochgehen muss. Ja. Das ist eine Beschreibung dessen, was Künstler machen. Die finden die Luken, von denen wir nicht wissen, dass sie in dem Haus mal waren. Ich würde fast sogar sagen, sie erfinden die Luken. Das ist eine andere schöne Differenz, das Entdecken oder das Erfinden. Ja, darüber kann man lange nachdenken. Ich hole Sie jetzt beide noch einmal zurück zu dem Punkt der Arbeit. Ich habe jetzt irgendwie so ein bisschen beobachtet, wie Sie das Wort ganz selbstverständlich verwendet haben, alle beide. Mit dieser Leichtigkeit, mit dieser Selbstverständlichkeit, wo man an etwas arbeitet, wo man sich etwas erarbeitet, wo der Hund am Knochen arbeitet, wo man das herausarbeitet und so weiter. Ja. Wird es immer dann erst problematisch, wenn man den Begriff in den Fokus rückt? Also wenn man selbst vergessen damit operiert, mit diesem Arbeiten, gearbeitet haben oder die Arbeit, dann geht es gut, dann funktioniert es und dann setzt man es in den Fokus und schon wird es politisch absichtsvoll und so weiter. Ich will nicht. Aber würden Sie denn sagen, wenn Sie dann jetzt morgens aufstehen und Sie gehen Ihrer Tätigkeit nach, sagen Sie für sich mental, ich gehe arbeiten? Sagen Sie doch nicht. Nein, aber mein Arbeitsbegriff ist beinahe unendlich groß. Das Arbeiten ist für mich, ich arbeite irgendwie in einer gewissen Form fast den ganzen Tag. Aber nicht nur in Tätigkeit, aber es ist in einer Haltung des Arbeitens. Also auch wenn es gelingt natürlich nicht immer, aber wenn man eine lange Partnerschaft hat, ist ein Anteil davon Arbeit. Und meine Begeisterung für Arbeit in der Musik oder im Unterrichten auf der Uni ist die gleiche Begeisterung in der Arbeit mit meiner Frau, dass wir es gut hinkriegen. Und die Haltung ist die gleiche. Und der Arbeitsbegriff, ich sehe das ganze Leben als Arbeit, aber nicht im belastenden Sinne von, oh, das ist alles so viel Arbeit, sondern dass der Mensch fröhlich sei in seiner Arbeit, denn das ist sein Teil. Also alles, was uns zuteil ist,
ist auch in einer Haltung der Arbeit im positivsten Sinne zu machen oder dem ist so zu begegnen. Und so erlebe ich es auch. Also meine Frau ist hin und wieder nicht begeistert damit, wie gering mein Talent zur Pause ist. Und zu mal wo sitzen und nichts tun. Und das ist wirklich so. Ich kann das richtig schlecht. Sollten Sie mal dran arbeiten. Ja, ich nehme das mit. Ja, aber insofern, ich habe überhaupt kein Problem mit dem Begriff Arbeit. Bin vielleicht aber maßlos privilegiert, dass ich es mir habe so bauen dürfen, dass der größte Teil meiner Tätigkeiten mich fröhlich macht. Und natürlich muss ich anerkennen, dass das nicht für alle Menschen so ist und auch so nicht sein kann. Und wie wir das rechtfertigen oder wie wir das formulieren, das ist auch eine Arbeit und eine große in der Gesellschaft. Wie wir sagen, das kann sich irgendwie ausgehen, diese Verfasstheit, die wir uns als Menschengruppe denn geben. Und es gibt an den extremen Limits, gibt es sicher Kategorien, die einfach nicht formulierbar sind. Ja, und überall dort, es ist gar nicht leicht, sich heutzutage auf Begrifflichkeiten zu einigen, wo man sagt, das ist absolut schlecht oder absolut gut. Aber wenn ich jetzt einmal in den Topf greife und ich hole die Sklaverei heraus, dann könnte ich mir denken, dass es plausibel ist, dass wir uns darauf einigen, dass es keine gute Geschichte ist. Ja? Und wir müssen anerkennen, dass in der Menschengesellschaft, in der globalisierten Welt ganz eindeutige Sklavenarbeit gibt, und zwar einen unerträglich großen Teil der Arbeit in solcher Haltung gemacht werden muss, aber dass die Begrifflichkeit auch einen Platz hat in einer viel größeren Nähe zu uns, als wir es uns gerne wünschen würden. Und das müssen wir schon uns die Mühe, die Arbeit machen, hinzuschauen, darauf hinschauen, auch anprangern, sagen. Und das wäre ein wichtiges Thema wiederum dann auch für meine Arbeit, wenn sie am richtigen Platz in der richtigen Haltung stattfinden darf. Hin und wieder ist das so. Hin und wieder ist etwas, was wir auch in diesem klassischen Musikbetrieb zu tun und zu sagen haben, nicht nur in einem allgemeinen, größeren Gefüge gedacht politisch, sondern im Moment. In diesem Augenblick hat es eine Bedeutung und sagt etwas und ist dadurch wichtig. Vielleicht kann ich das aufnehmend. Mir scheint sehr wichtig, was Sie gesagt haben, wir müssen genau hinschauen, immer genau hinschauen. Ein Philosoph, den ich sehr schätze, über den ich gerade ein Buch beendet habe, Paul Feyerabend, den kennen Sie vielleicht, ein großer Wiener, ein großer anarchischer Geist, der kommt am Ende seines Lebens darauf, dass es bei der Philosophie überhaupt nur darum geht, möglichst genau hinschauen zu können. Ja. Und es ist nicht leicht, Dinge zu sehen, die vor dem eigenen Auge stehen. Das ist ziemlich viel Arbeit. Und man kann sich fragen, ob das Begriffsgeschäft der Philosophie dem genauen Hinschauen überhaupt zuträglich ist. Weil Begriffe nicht nur fokussieren, sie verstellen auch. Und je abstrakter sie sind, desto größer ist die Neigung, dadurch verstellt zu werden. Aber die Notwendigkeit, über Arbeit, auch über Selbstvergessenheit zu sprechen, die kommt für mich zum Beispiel aus meinen eigenen Lektüren durch eine andere Philosophin, Simone Weil, über die ich auch ein Buch geschrieben habe. Und Simone Weil war sicher eine der größten geistigen Ereignisse des 20. Jahrhunderts. Aber sie hat auch über Arbeit in ganz spezifischer Weise nachgedacht. Und einmal gibt es nämlich die Selbstvergessenheit des Aufgehens in Arbeit, in diesem göttlich Schönen, auch dann charismatischen Sinne. Aber es gibt natürlich, und das ist 80% der Arbeit auf diesem Planeten. Und Simone Weil ist in die Fabrik gegangen, um selber zu sehen, wie das ist. Die geht dann 1936 zu Renault in die Fabrik und kommt unter Akkordarbeit am Band. Sie ist sehr ungeschickt, kurzsichtig, kriegt ihre Quoten nicht hin. Und sie hat dann ein Arbeitstagebuch, das ich Ihnen sehr empfehlen kann, weil sie notiert für sich als geistiger Mensch, was dieser Akkorddienst mit ihr macht. Und was sie dann notiert ist, dass diese Akkordarbeit, die sie total überfordert, zu einer anderen Form von Selbstvergessenheit führt, nämlich der Art und Weise, dass man vollkommen sinnlos ist, dass man vollkommen gezwungen ist. Das ist auch eine Form von Selbstvergessenheit, aber von Selbstzernichtung.
die ganze Zeit unter einem Joch einer Fremdbestimmung, das man niemals einholen kann, die Unfähigkeit, das, was man tut, als sinnvoll zu empfinden, weil es ganz offensichtlich sinnlos ist, maximal entfremdete Arbeit, wie wir sagen können. Und es gibt neben diesem göttlich schönen hohen Punkt der Selbstvergessenheit eben auch den absoluten Nullpunkt der totalen Versklavung durch Arbeit, die einem nicht als sinnvoll erscheinen kann, die einen vollkommen auslaugt, die einen keinen Gedanken fassen lässt. Und das ist natürlich auch Arbeit. Und es ist Arbeit, wie sie sehr, sehr viele Menschen auf dieser Welt die ganze Zeit tun. Und ich glaube natürlich, das Nachdenken über diese Form der Arbeit und über eine Gesellschaft, in der diese Arbeit in irgendeiner Form entlasteter strukturiert werden kann, das ist wichtig. Ich hoffe, ich bleibe beim Thema. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass es auch diese tödliche Form der Selbstvergessenheit gibt. Und die ist ganz und gar schlimm. Jetzt muss ich fragen, ob sich diese beiden möglicherweise auch so, wie sie es bedeuten, Extreme bedingen. Wenn wir in die Kulturgeschichte schauen, wird es möglicherweise so ausgehen, dass jede Hochkultur in einer oder der anderen Form auf der Ausbeutung von irgendwem anderen beruht. Nicht? Also die kultivierten Griechen haben Sklaven gehabt, die Römer, was die Azteken gemacht haben, wissen wir gar nicht. Die Europäer haben den afrikanischen, den südamerikanischen Kontinent ausgebeutet und aus diesen gewonnenen Gütern ihre Kathedralen gebaut und ihre Komponisten und Maler finanziert. Ist das anders denkbar? Also gibt es dazu gute Modelle, dass man sagt, nein, Hochkultur muss auch und kann auch möglich sein, ohne dass am anderen dunklen Ende die Sklaverei überbleibt? Naja, der Vorschlag, in dem wir leben, ist so ein Vorschlag. Die offene Gesellschaft, würden wir denken, in der wir gerade leben, ist vielleicht noch die menschlichste Weise, das zu arrangieren. Aber da wären wir doch schon wieder So dabei, dass wir uns belügen. Also ich bin nicht sicher, also die meisten Menschen, die jetzt arbeiten im Vergleich zu vor 80 Jahren, das ist interessant in einem Ort wie St. Georgen zum Beispiel, ob die Menschen heute mehr unter ihrer Arbeit leiden als vor 100 Jahren. Wenn das denn möglich wäre, sie zu befragen. Ob diese bäuerliche, sehr harte Arbeit, die aber auch sinnerfüllte Arbeit war und konkrete Arbeit war, als leidender und als größere Zumutung empfunden würde, als die Menschen, die jetzt hier in St. Georgen in der Kreissparkasse 8 Stunden arbeiten. Das ist für mich eine radikal offene Frage. Also die wüsste ich jetzt nicht zu beantworten. Aber natürlich sehen wir derzeit, vielleicht wenn wir ein bisschen in die Zukunft schauen wollen, wir sehen natürlich am Horizont möglicherweise eine Gesellschaft, in der durch Maschinen und durch gewisse Formen von künstlicher Intelligenz, so schien uns das, die härtesten und entmenschlichsten Arbeitsformen übernommen werden, dass wir uns von ihnen distanzieren können. Das war so ein Traum, den Philosophen die letzten 20 Jahre auch immer wieder gehegt haben. All diese schlimme Kernerarbeit, das werden irgendwann die Maschinen machen. Im Moment, Herr Bösch, sieht es für uns schlecht aus. Es gab nämlich da eine dialektische Wendung. Im Moment sieht es so aus, als all das, was Textproduktion ist, was geistige Arbeit im eigentlichen Sinne ist, von der Jura bis zum Programmieren, von der Mathematik bis zum Werbetexten, das können die Maschinen. Die werden die geistige Arbeit nehmen, aber ein Friseur, der ist safe. Also wir werden sehr lange warten müssen, bis eine Maschine einen Friseur ersetzen kann oder einen Maurer. Sehe ich anders. Oder einen. Nee, ich meine, im Moment ist das so, jemand in meinem Bereich zum Beispiel, der Texte produziert, ich bin mir nicht sicher, ob es in 10 Jahren noch eine Industrie gibt, die Buchverlage heißt, die mit Büchern arbeitet. Denn all das, was ich tue mit meinem kleinen Schreiben, ist mittlerweile so, dass Sie eine KI darauf ansetzen können, mit allen Texten, die ich geschrieben habe, dann geben Sie ein Thema und dann wird die den nächsten Eilenberger Text schreiben, zu einem Kostenpunkt von 0. Und wenn die mal wirklich gut sind, dann klingt das auch nach mir. Und dann bin ich am Ende mit meinem Latein und mit meiner Arbeit. Und das ist gerade eine interessante Wolte, denke ich, in unserer Kultur, dass wir sehr lange gehofft haben, dass die Maschinen die körperliche Arbeit übernehmen. Ist aber gerade umgekehrt. Und ich glaube, wir wissen noch gar nicht, wie wir damit umgehen. Er hat es jetzt natürlich besser. Er arbeitet mit Leib und Seele. Der Sänger und sein Klangkörper ist mit dem Körper verbunden. Da wüsste ich jetzt nicht zum Beispiel, wie eine KI, haben Sie das schon mal getestet, mit Ihren Aufnahmen
sie dann auch simulieren und emulieren kann? Das weiß ich nicht, ob es das schon gibt. In meinem persönlichen Fall, soviel ich weiß, gibt es das nicht. Es gibt bereits Kompositionen von KI. In der bildenden Kunst gibt es viele Künstler, die mit KI arbeiten. Das ist ein total spannendes Thema. Ich habe mir auch schon eine Bild-KI aufs Handy runtergeladen, weil ich mal nachschauen wollte, wie sich das so anfühlt. Das ist ein spannender Prozess. Also da kommt einiges auf uns zu, was meines Erachtens auch für Kunst und Kultur hochwertvoll und spannend und zeitgemäß ist und man nicht nur wird erleiden müssen. Aber KI ist, glaube ich, ein ganz, ganz interessantes und wichtiges Thema. Aber es ist schockierend, dass Sie recht haben damit, dass die Hoffnung in der KI und in der Digitalisierung, dass die körperliche Sklavenarbeit sich irgendwie wird lösen lassen können. Aber in Wirklichkeit ist das inhaltliche Gegenteil der Fall. Das müssen wir irgendwie hinkriegen. Was machen wir da? Die Frage ist, wir kommen wieder zum Verkörpern zurück oder zur Wahrhaftigkeit. Also ich kann Ihnen ein wunderbares Beispiel sagen, warum die KI noch nicht uns ersetzen wird. Ich habe auch im Zuge dieser Vorbereitung, aber schon früher, eine Rede von Nicolas Harnoncourt transkribieren lassen und habe mir dann den Text so durchgelesen, hörend, und da kam eine Passage, da stand: die Radfahrer, die Radfahrer, die Radfahrer, die Rad. Und ich habe nicht gewusst, was das ist. Es war ein vorgesungenes die Radadi, 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 und ja, das war die Radfahrer. Also soweit dazu. Es braucht uns noch, ein bisschen zumindest, aber vielleicht braucht es uns immer und vielleicht braucht es vor allem Sie als die Philosophen, die Künstler, Künstlerinnen, die genau diese Wahrhaftigkeit, nämlich das Wissen, also ich komme jetzt wieder zur Archäologie dazu, dieses Graben um kulturelle Praktiken, um Kulturtechnik, um diesen Überbau oder auch diesen Unterbau, den wir da mit uns tragen, und das einordnen können. Also die Wiener Staatsoper hat in der vergangenen Saison alle Bilder in ihrem Programmheft mit KI generieren lassen. Und ich habe mir sagen lassen, das war teilweise verheerend, was da rausgekommen ist, weil die KI natürlich keine Ahnung hat von irgendwelchen Operntiteln. Und wenn man ihr nur die Synopsis eingespeist hat, war es noch schlimmer. Ja? Also das heißt, es braucht dann offensichtlich schon wieder die Arbeit derjenigen, die reflektieren können, die verkörpern können, die also mit Leib und Seele das irgendwie leben, oder? Sie schauen skeptisch. Naja, weil wir vorher an einem spannenden, für mich, ich werde noch viel Zeit damit verbringen müssen, Punkt waren, der den Zustand der Selbstvergessenheit, der Absichtslosigkeit, der Freiheit in der Gegenwärtigkeit als einen, der nahe an der Frage ist, angeschaut haben. Die Unfähigkeit, gleichzeitig die Möglichkeit der KI, ist dem nicht so unähnlich. Ja? Und deswegen kann ich da jetzt nicht einfach so beipflichten und sagen, ja, es braucht uns. Ja? Den Zustand des irgendwas rauszuhauens, ja, aus einer Selbstvergessenheit, ist, wenn ich habe der bildgebenden KI eingegeben, sie soll mir ein Bild machen von einem Raumgleiter aus einer mimetischen Polylegierung mit einem Antigravitationssehnsuchtsantrieb. Ja? Das habe ich gesagt, zeig mir das, KI. Und die macht es auch noch. Die macht das. Ja? Aber das ist ja der nächste Punkt. Die macht das. Ja? Unhinterfragt. Und ich sitze dann, erstens einmal, das Lustige ist, ich sitze dort diese 30 Sekunden, bis sie das Bild raushört, aufgeregt, voller Spannung vor meinem Handy und warte, was die KI macht, und dann haut die ein Bild raus. Und das ist spannend. Natürlich muss man da begrifflich vorsichtig sein. Ich finde, das ist rasant interessant zu denken, dass KI als KI, sagen wir mal als Zeichenmanipulationsmaschinchen, genau an dem Zustand ist, an dem wir beide glauben, dass wir auch sein wollen. Ja? Das ist Selbstvergessenheit im eigentlichen Sinne. Nun muss man halt den Unterschied sehen. Selbstvergessenheit ist eine spezifische Erfahrungsform. Und das absolut Perplexitätserzeugende an Maschinen ist, die sind nicht selbstvergessen, weil da ist gar kein Selbst. Die sind auch nicht vergessen. Es ist auch nicht mal eine Erfahrung.
Es ist einfach gar nichts. Man kann sich auch nicht, wissen Sie, wir reden dann immer so, die stellen sich die Frage nicht. Die stellen sich nicht nur diese Frage nicht, die stellen keine Fragen. Punkt. Die sind nicht im Fragenbusiness. Die sind überhaupt nicht im Erfahrungsbusiness. Das ist eigentlich eine Form von Tod. Aber ich kann mich die dort dazustellen. manipuliert. Aber ich kann mich dazustellen. Na klar. Und das ist ja das Problem. Das finde ich natürlich kein Selbst da. Und all die Kategorien, aus denen wir was raushauen, gelten da nicht. Aber Ihre Einladung kommt doch her, schau das an, setz dich damit auseinander. Ja. Die ist gleich da. Ja. Ja, aber es ist wirklich, es ist eine teuflische Faszination. Ja. Es ist etwas Dämonisches, möchte ich sagen, Absolut. was da gerade passiert. Und Sie sagten noch etwas, einerseits die Verkörperung, für KI schwierig, weil einen Körper brauchen die nicht, erstaunlicherweise. Und dann sagten Sie noch reflektieren, nicht wahr? Dieses Wort. Das war für die KI sehr lange ein Problem. Absolut, ja. Die ruft gerade an, die KI. Spricht vehement dagegen. In der Philosophie nennt man das im weitesten Sinne Urteilskraft. Ja. Mit Kant. Da gibt es die reflektierende Urteilskraft. Und darin war KI sehr lange so schlecht, dass man das Gefühl hatte, sie könnten menschliche Denkprozesse nicht adäquat simulieren. Und jemand wie ich, der wirklich nur eine Mini-Zuhörerkompetenz hatte, hat immer gedacht, solange ihr das mit dieser regelbasierten KI macht, ihr werdet auf keinen grünen Zweig kommen, weil ihr das mit der Urteilskraft nicht in den Griff kriegt. Jetzt gibt es aber halt eine andere Art von KI, die das gleichsam austanzt, nämlich mit Riesendaten, mit Statistik. Die brauchen keine Reflexion, die sind einfach Vektoren, Wahrscheinlichkeitsvektoren im Raum. Und der Schock für viele Philosophen und für die ganzen Menschen, die glauben, Urteilskraft war unsere Rettung, ist, wir sind uns nicht mehr so sicher. Es kann sein, dass die ohne auskommen und trotzdem so gut oder sogar besser sind als wir. Und nicht nur im reinen Rechnen, sondern in Prozessen, die wir generell mit Kreativität verbinden. Aber ist da nicht das Problem die Menschheit selber, weil wir, Entschuldigung, so dumm sind und so naiv, dass wir das auch glauben? Die KI hat keinen Körper, braucht keinen, sagten Sie, und trotzdem verpassen wir ihr einen. Und jeder Roboter, der uns das Essen bringt, hat mindestens Augen und im besten Fall noch einen Grinsen im Mund. Also wir vermenschlichen, ist das Menschliche, dass wir alles immer vermenschlichen und uns dem dann sofort irgendwie unterordnen, beifügen, wir stellen uns dazu, ja? Also würden wir damit umgehen, als was es ist, ja, dann hätten wir vielleicht auch nicht all die vielen Probleme, die wir jetzt haben in der Frage, wer macht unsere Arbeit, machen wir die selber, machen die, oder? Also das ist ja schon, wir tricksen uns ja da selber aus, indem wir die KI als was betrachten, was sie einfach nicht ist. Ja? Das stimmt und das ist ja auch eine Heilserwartung. Die KI ist für viele ja die Heilserwartung, dass sie nicht selber denken müssen. Das ist eine ziemlich komische Utopie. Aber viele Menschen haben die. Ich muss darüber nicht mehr nachdenken, die KI wird es für mich machen. Und das ist deswegen so attraktiv, weil selber nachdenken ziemlich mühsam sein kann. Und auch ziemlich verzweiflungsreich. Und es ist vor allem auch immer eine Verantwortung. Man kann Fehler machen. Wenn man nicht die KI frage, wie ich jetzt dieses Problem löse, dann bin ich aus allem fein raus. Und das ist natürlich ein Riesenköder in unserer Existenz, dass wir uns entverantworten können. Und die Verantwortung für all die schwierigen Dinge, die unser Leben bedingen, die lagern wir aus. Ich weiß nicht, ob so ein Leben ein wertvolles Leben ist, aber es ist auf jeden Fall eine sehr große Sehnsucht. War das nicht immer so? Doch. Das waren dann Menschen, die das gemacht haben. Ja. Jetzt macht das die KI. Institutionen, Doktrinen, nicht? Die Gesellschaft? Naja, ob die Kirchen, die Diktatoren. Ja. Insofern also ist die Freiheit nicht? vielleicht auch dieser wichtige Schlüsselbegriff, oder? Also weil wenn man Arbeit jetzt wirklich seit 2000 Jahren oder noch länger als eben dieses Fremdbestimmte sieht, dann ist diese Freiheit, dieser Schöpfungsprozess, dieses Aufgehen vielleicht gar nicht für alle die Erfüllung. Weil viele Leute ja eben, wie Sie sagten, wir suchen das ja immer, auch so ein bisschen jemand, der uns sagt, was zu tun ist, was zu denken ist, was zu sagen ist. Ja? Klar. Aber wir haben jetzt das Kant ja, nicht wahr? 300 Jahre Kant, das werden Sie vollzogen haben. Habe Mut. Und ja. was der Kant sagt, was Aufklärung ist, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Denke selbst. Das ist das, was er für Aufklärung zeigt. Und in diesem Sinne könnte man sagen, dieser technische Fortschritt, den wir jetzt gerade erleben mit der KI, das ist natürlich radikale Anti-Aufklärung.
Es ist radikale Anti-Aufklärung, genauso wie totalitäre Systeme radikal anti-aufklärerisch sind, weil sie natürlich sagen, du musst nicht mehr denken, der Führer macht das für dich. Ja. Du machst das so. Und das ist gerade eine Gefahr, die mir wirklich sehr große Angst macht, dass diese Tradition, an der ich sehr hänge, denke selbst, weil das Selbstdenken auch so eine Selbstvergessenheitserfahrung sein kann, wenn sie gut ist, dass wir das tatsächlich buchstäblich verlieren, und zwar an einer sehr elementaren Ebene. Sie werden sehen, und das ist ja jetzt schon so, dass die Schüler fragen, warum soll ich denn die Sprache noch lernen? Das macht mir doch mein System. Sie werden sehr bald fragen, wieso soll ich denn überhaupt eine Geschichte noch schreiben lernen? Das macht doch die KI. Das heißt, wir sind in einer sehr heiklen Phase, was elementare Grundtechniken angeht. So wie Schreiben, so wie Formulieren, so wie fremde Sprache, die Menschen überhaupt erst in eine Komplexität selbst bringen, die ihnen ermöglichen würde, selbst zu denken. Und unsere Ausbildungssysteme sind wahnsinnig unter Druck, jetzt schon, aber noch sehr viel mehr in Zukunft, würde ich meinen, überhaupt zu verplausibilisieren, warum wir das Menschen noch beibringen sollen. Zum Beispiel einen kohärenten Text zu schreiben. Das wird buchstäblich keine sehr sinnvolle Arbeit mehr sein, weil 90% der Texte, die in Umlauf gebracht werden, von der KI natürlich besser, schneller und vor allem zu null Kosten produziert werden. Und dann fragen Sie sich, jetzt kommen wir auf die Arbeit zurück, welche Arbeiten bleiben denn dann noch? Und welche Kompetenzen müssen wir eigentlich in Zukunft lernen, wenn diese Kompetenzen von Maschinen übernommen werden? Dann ist wieder die Frage, bitte. Nein, es ist die Ablösung der doktrinären Systeme als Verhinderer der Aufklärung durch möglicherweise Digitalisierungssysteme, die die Aufklärung oder die weitere Entfaltung der Aufklärung verhindern. Das ist ein beunruhigender, aber durchaus stark plausibler Gedanke. Die Frage ist, wie begegnet man dem? Ja, also welche Kategorien, es wird ja in der Entwicklung von Dingen werden Möglichkeiten frei, die blockiert sind davor. Ja. Ich denke, es fällt mir ein, und ich will Sie dazu fragen, wie Ihnen das scheint, dass eine Begegnungsmöglichkeit dieses Blockadeversuches der Digitalisierung eine säkuläre Spiritualität sein kann. Ja. Und vielleicht ist das, was wir brauchen als Gesellschaft, in Inklusion der Bildungseinrichtungen, ist ein radikales Bekenntnis zu einer säkulären Spiritualität des Individuums, damit das in der Auseinandersetzung mit dem unbeantworteten Selbstteils, den man in sich trägt, dass darin eine Möglichkeit liegt, dieser Außenbestimmung zu begegnen. Also da, glaube ich, wären wir an einem Punkt, wo wir sehr lange und sehr schön weitersprechen können. Das scheint mir nämlich auch so. Und dann kommen wir übrigens auch auf die Bedeutung der Kunst für die Gesellschaft, weil natürlich Kunst als so eine Form säkularer Spiritualität gesehen werden kann, diese Techniken kultiviert. Ich glaube, gestern in der Rede von Ihnen war so schön vom Göttlichen die Rede, nicht wahr? Dass dann in diesen Erfahrungen auch kommt. Mir würde sogar Spiritualität reichen. Es müsste nicht unbedingt säkular sein. Aber dass man überhaupt in Erziehungssystemen Menschen schult, diese Erfahrungen zu machen. Ja. Und das dauert lange. Wie gesagt, das ist nicht so, dass das gleich geht in eminenter Form. Das scheint mir ein absolutes Erziehungs- und Bildungsziel zu sein. Und das wäre so, dass unsere derzeitigen Bildungsinstitutionen, mal von Kunsthochschulen abgesehen, die vielleicht darauf abzielen, gar nicht dafür ausgerichtet sind. Also dieser Gedanke scheint mir unheimlich wichtig, dass sich hier auch wieder was öffnet und natürlich auch eine neue Anforderung entsteht, auf die Bildungsinstitutionen zukünftig gerichtet werden sollen. Ich glaube zum Beispiel, das sage ich hier in St. Georgen sehr gern, ich glaube, dass Klöster eine unglaubliche Zukunft haben werden. Weil Klöster Orte sind, in denen diese Form der Sammlung, der Fokussierung und des Rückzugs von einer permanenten Ablenkung, die waren das schon immer. Aber es ist natürlich etwas, das wir wieder lernen müssen. Und ich denke, diese Orte, die dann vielleicht nicht mehr Klöster heißen, aber Orte der Sammlung, der Traditionsbewahrung, der Archivierung von Erfahrungen, das sind Orte, die wir wieder brauchen. Ja. Und ich bin froh, dass die Klöster noch stehen. Ich hoffe, die werden in dieser Weise säkular oder nicht auch spirituell umfunktioniert. Welche Rolle, werfe ich ein, spielt der Körper? Spielt die Körperlichkeit in all dem, was Sie jetzt gesagt haben, also in der Spiritualität, in dieser Beseeltheit, geistigen
spirituellen Welt. Die körperliche Erfahrung, die körperliche Mitgenommenheit, die man... Ja, schauen Sie, hier sitzt ein Kreisklassenfußballer und ein Weltklasse-Sänger, der mit seinem Körper arbeitet. Genau, deswegen frage ich, das müssen Sie beantworten. Ohne den Körper ist... Naja, ich bin ja sogar unentschlossen, ob ich ein Körper bin oder einen habe. Ja. Ich glaube ja eigentlich eher, dass ich einer bin, aber auch einen habe. Es ist sehr schwer zu beantworten. Insofern ist ich weiß gar nicht, wie ich darauf antworten soll. Also die Körperlichkeit in der Spiritualität, ich brauche für meine säkuläre spirituelle Praxis, die auch meine Arbeit, mein Singen ist, brauche ich den Körper. Und mehr kann ich dazu fast nicht sagen. Also ich kann dazu nur hinzufügen, es gibt in der Philosophie, in unserer Sprache, hat die Philosophie nicht erfunden, natürlich eine begriffliche Differenz zwischen Körper und Leib. Mhm. Ja, und Körper ist etwas, was Materielles, zu dem ich ein gewisses distanziertes Verhältnis habe. Aber der Mensch ist nun so in die Welt gestellt, dass er ein spezifisches Verhältnis zu dem Körper hat, dem er ist. Und dieses Verhältnis nennen wir Leib. Mhm. Das gibt es nicht in jeder Sprache, aber im Deutschen gibt es das. Und also ich will Ihnen jetzt nicht Ihre Daseinsform erklären, obwohl Philosophen zu solchen Übergriffigkeiten schon neigen. Ja, welcome. Aber jemand, der in solchen absoluten Hochleistungs- und Exzellenzbereichen tätig ist, und zwar mit seinem Leib, wie Sie als Sänger, Sie wissen ja genau, Sie sind wie ein Hochleistungssportler. Sie müssen 24 Stunden darauf achten, dass Sie trainieren, dass Ihr Körper in Schuss ist, dass Sie gewisse Dinge unterlassen, dass Sie in ihn hineinhorchen und dass Sie das alles auch ständig üben. Und Sie kriegen das ja auch raus als Sänger. Ich habe mit wenigen Sängern gesprochen, aber die sind ja bis ins Hypochondrische sensibel für die Störungen, die sie in ihrem jeweiligen Leib Niemals. Und das Wunderbare, und ich weiß nicht, das ist das, was mich so auch an den ganzen an der klassischen Sphäre manchmal ein bisschen befremdet. Die tun so, als seien sie etwas anderes als Leistungssportler. Aber eigentlich sind sie Künstler ihres Leibes. So würde ich das beschreiben. Und sie üben ihren Leib genauso, wie Lionel Messi das jeweils tut oder wie jeder andere Leibeskünstler. Es ist ein ständiges Arbeiten mit ihrem eigenen Körper, den sie sehr genau kultivieren müssen. Ja, aber es ist ein Instrument. Der Körper ist ein Instrument zu etwas anderem. Er ist ein Werkzeug zu etwas anderem. Die Kunst ist nicht in der Körperbewältigung, in der Körperfertigkeit zu finden. Aber die Vermittlung, und jetzt erkläre ich vielleicht, warum ich diese Körperlichkeit eingeworfen habe, die Vermittlung, das Erlebnis, also dieses völlig Hingerissensein, funktioniert vor allem in der gemeinsamen körperlichen Erfahrung. Also ich wage zu behaupten, dass wir alle diese Erfahrung hatten über die Leinwand in den letzten Pandemiejahren, dass es einfach komplett was anderes ist, wenn ich ein Konzert vielleicht ein bisschen verpixelt oder wie auch immer wahrnehme oder wenn ich im gleichen Raum sehe, wenn ich höre, wie sie atmen, wenn ich spüre, wie sie schwitzen, wenn ich merke, wie sie beben bei gewissen Passagen und mitbebe, weil die Körper sich so spiegeln, dass sie gar nicht anders, also wir können das, glaube ich, gar nicht anders. Und da war eben meine Frage nach der Körperlichkeit, weil uns das eben auch so sehr von dieser KI unterscheidet, also von dieser ganzen Künstlichen. Es ist so was Menschliches, ja. Also das, was wir alle so gern ausblenden, weil es ist nicht perfekt und schon gar nicht Instagram-tauglich, aber wenn man im Theater gearbeitet hat, weiß man, wie wenig Perfektion da dahinter ist und wie viel Menschlichkeit und wie viel... Ich glaube, es ist die gemeinsame spirituelle Erfahrung mehr als die gemeinsame körperliche Erfahrung. Glauben Sie wirklich? Ja, das glaube ich wirklich. Okay. Sonst würden Aufnahmen gar nichts können. Sonst hätten Aufnahmen keinerlei Bedeutung. Aber und sonst würden die Leute nicht ins Konzert ich bin gehen, der Nina Simone nie begegnet und ich habe nicht das Glück gehabt, sie live zu erleben. Und es ist mir ein solches Glück und so eine Freude, dass sie Aufnahmen, auch besonders Live-Aufnahmen, da ist noch einmal eine spannende Differenzierung da, hinterlassen hat, die ich mir anhören kann und die mich tief bewegen und die mir spirituelle Zustände vermitteln, die ich nicht missen möchte. Und das geht ohne die momentane Körperlichkeit. Den umgekehrten Fall, dass die Nina Simone vor mir steht, mir nichts vorsingt und ich dadurch eine intensive spirituelle Erfahrung habe, sehe ich nicht. Darf ich noch mal nachfragen, weil Ihnen wichtig war, diese Differenz zu machen, das ist ein reines Instrument, der Körper in diesem Sinne. So haben Sie das gesagt.
Und ich will nicht allzu scharfsinnige Unterscheidungen anregen. Aber würden Sie sagen, Ihr Körper ist ein Instrument im Singen? Oder wenn es denn wirklich gut geht, sind Sie das Instrument? Das ist die gleiche Frage wie habe ich oder bin ich Körper. Ja? Und ich habe es nicht gelöst. Für mich nicht. Also schon gar nicht im Allgemeinen. Die Unterscheidung ist mir deswegen wichtig, weil ich für meine Disziplin anerkennen muss, dass es eine rein sportliche, körperliche Kategorie gibt, mit der ich mich zu befassen habe. Ich muss mit meinem Körper Töne produzieren, die so hoch, so laut, so irgendwas sind, dass sie das, was die Limes dieser Disziplin sind, irgendwie befriedigen können. Das muss ich. Das ist ein Imperativ, für den ich mich aber entschieden habe. Ich hätte auch sagen können, ich bin ein Popsänger und nehme ein Mikro und mache, was ich will. Das muss ich. Aber das ist nicht der Anteil, in dem ich in meinem Selbstverständnis künstlerisch ausdrucksvoll bin, sondern es ist der sportliche Anteil, den ich, wenn ich auch erkenne, wie ich im Dialog mit Kolleginnen und Kollegen darüber bin, unterschätze. Und sie mir dann sagen, aber du tust ja auch und du kannst ja auch und sonst was, mir ist es nur nicht wichtig genug. Und dann gibt es viele Kollegen, denen unterstelle ich, dass sie zu einem extrem hohen Anteil Sportler sind, weil es um die sportliche Herstellung von irgendwelchen Kategorien geht. Das, was mich berührt und bewegt, findet statt jenseits der Sportlichkeit der sportlichen Kategorie. Das ist das, was mich interessiert. Und das ist ja auch das, was letztlich Unverfügbarkeit für Sie ist. Das stellt sich dann ein. Richtig. Das ist nicht etwas, was man zwingen kann. Im Gegenteil, wenn man es zwingt, stellt es sich nicht ein. Da brauchen Sie eine gewisse, man könnte das philosophisch, das muss glücken. Ja? Man kann was dazu tun, aber es stellt sich dann auch von außen ein. Und diese Auskopplung, wie man sie vielleicht beschreiben kann, das ist doch, glaube ich, an künstlerischer Erfahrung das besonders Schöne. Die ist unverfügbar. Die ist manchmal da und nicht. Ja, nicht verfügbar. Ja. Ihr Kollege Safranski sagt, dass denn im Selbstgeschehen lassen und nicht in der Selbstaneignung liegt das Geheimnis des Schöpferischen. Ja. Also der Anteil des Geschehenlassenden ist ein ganz wichtiger und ganz großer. Und jetzt kurzer Bogen zurück, aber ich denke, er ist gerechtfertigt zum Nikolaus Harnoncourt. Wir haben immer akribisch genau geprobt mit der allergrößten Meinungsgewalt über etwas, um dann im Konzert als Solisten einen Blick und eine Geste und eine Haltung zu finden, die da heißt, und jetzt, was jetzt gilt. Und das war offen. Und das war etwas, was die Arbeit mit dem Nikolaus Harnoncourt so einzigartig gemacht hat. Bei aller Wissens- und Meinungsgewalt, die er hat herstellen können für seine Mitmusiker, im Moment, wo eben das Unerwartete, das Nicht-Herstellbare gilt, weil es der Kern des Tuns ist, hat er diesen Raum für alle eröffnet. Und der Blick hieß, jetzt du, mit deiner Menschlichkeit, mit dem, was jetzt für dich gilt. Und das hat das Ganze auf eine Ebene gehoben, die wie soll man sagen, ja, das war dann ein spirituelles Ereignis, dass es dorthin platziert werden konnte und nicht verhaftet war im Geplanten. Und das würde zum Beispiel für mich auch eine mögliche Antwort auf die Bedeutung der Kunst für die Gesellschaft sein. Die Verkörperung der Tatsache, dass diese Auskopplung ein Geschenk ist, das sich einstellt, dass es etwas ist, was wir nicht herstellen können. Das wäre ja eine wichtige Moral für unsere Gesellschaft, nicht wahr? Dass das, was uns eigentlich Sinn in die Existenz leitet, in den schönsten Fällen Dinge sind, die wir nicht selbst herstellen. Das Geschehen lassen. Das Geschehen lassen haben. Und dann ist man so ein bisschen lauwarm temperiert in der Badewanne heutiger Spiritualität. Aber ich glaube, es ist etwas sehr Wichtiges, dass wir uns daran erinnern, dass diese Momente, die eigentlichen Gelingensmomente, immer dieses Moment der Passivität und des Nicht-Herstellen-Wollens in sich tragen. Ja, ich sage auch, also ich habe für mich selber festgestellt, nach langen Jahren dieser Tätigkeit, besonders im Liedsingen, wo ich relativ rücksichtslos umgehen kann mit dem, was das Material ist, weil ich einen Pianisten habe, mit dem ich seit 20 Jahren arbeite und der das schon auffangen kann, dass ich bin drauf gekommen, dass ich nicht Kontrolle, sondern den Kontrollverlust suche. Weil das genau die Möglichkeit eröffnet, zum Geschehen lassen, dass sich das einstelle, auf das ich so hoffe.
Ein wunderschöner Punkt und mit dem breche ich jetzt zum Abschluss noch und hole Sie wieder ganz hinunter in die Niederungen. Wenn wir von Arbeit sprechen, dann müssen wir, und nur dann, wenn wir den Begriff Arbeit verwenden, von Arbeitsbedingungen sprechen. Und wenn Sie vorher gesagt haben, die Kunst und Kultur ist auch unsere Aufgabe hinzuschauen, dann geht es ja auch um Arbeitsbedingungen im Kunst- und Kulturbetrieb selber. Und da ist man relativ schnell, wenn man eine Ebene drunter geht, relativ schnell weg von dieser Freiheit und relativ schnell weg vom Geschehen lassen und von diesem Zauber des Augenblicks. Weil da geht es auch um harte Bedingungen, da geht es auch um das, was Sie vorher im großen Rahmen erzählt haben, die Möglichkeit, dass ein Mensch diese magischen Momente geschehen lassen kann, bedingt, dass viele andere dem zuarbeiten und nicht selten unter fragwürdigen Bedingungen. Ist das was wir hier in diesem sehr schönen Kontext ausklammern oder ist es mir erlaubt, da auch nachzufragen? Also darf man sich nach Arbeitsbedingungen erkundigen? Absolut. Dafür bin ich nur nicht zuständig. Schauen Sie, es gibt auch Philosophen, die über Arbeitsbedingungen nachdenken und wie man sie verbessert. Ich denke, das sollten vielleicht dann eher Soziologen und andere Menschen machen, aber auch Philosophen fühlen sich da berufen. Das ist nun nicht mein Spiel, wenn Sie so wollen. Aber das heißt auch wirklich, wenn Sie nachdenken über Arbeit, dann ist es die Tätigkeit an sich, das Aufgehen. Aber die Bedingungen lassen Sie jetzt mal draußen aus dieser Rechnung? Ja, das ist, weil das, sagen wir so ist, das ist nicht die Fährte, die mich am meisten interessiert, der ich die letzten Jahre auch nicht gefolgt bin. Ich nehme mal an, dass das sehr interessant ist. Und natürlich kann man sagen, dass der Selbstausbeutung in kreativen Bereichen, insbesondere der Klassik, der ist natürlich enorm hoch. Weil da das charismatische Versprechen ist, das Versprechen nach Selbsterfüllung, natürlich auch nach Ansehen. Dann haben Sie noch die ganze Genieromantik, die Sie irgendwie auch noch erhebt und an der Sie teilhaben wollen. Und das führt unter jetzigem Regime natürlich in krasseste Selbstausbeutung, die nirgendwo wahrscheinlich größer ist als zum Beispiel am Theater. Insbesondere natürlich auch für Frauen und die Art und Weise, wie dort mit Zeit und Spielplänen und Anforderungen umgegangen wird. Das sind alles Riesenthemen. Und ich denke, man sollte sie überhaupt nicht ausklammern. Und vielleicht können Sie sagen, aha, jetzt sitzt da der Bösch mit dem Eilenberger und die reden so schön daher. Das sind die Fragen, die mich eigentlich interessieren. Dafür habe ich alles Verständnis. Aber es sind nicht die Fragen, die mich eigentlich interessieren. Auch eine Antwort. Mir fällt ein Interview ein, das der Nikolaus Harnoncourt gegeben hat. Ich glaube, es war 2006, wie wir Figaro gemacht haben in Salzburg. Und da wurde gefragt, was es ihm denn so bedeutet, dass er jetzt so ein wichtiger Dirigent und wichtiger Mozart-Dirigent in Salzburg ist. Und er hat gesagt, ihm ist es völlig wurscht, ob das Salzburg ist oder Bruck an der Leiter. Er möchte dort arbeiten, wo er die besten Arbeitsbedingungen hat. Und er ist möglicherweise in meinem Verständnis der einzige große Dirigent, dem ich das bedingungslos glaube. Ich glaube fest daran, es war ihm völlig wurscht. Und das ist eine Haltungsfrage. Wie hält man sich selbst und in dem sich selbst halten zu etwas anderem? Und vielleicht liegt in diesem Gedanken die Idee, dass die Arbeitsbedingung zu einem relevanten Teil an der eigenen Haltung liegt. Und damit kann ich viel anfangen. Das würde übrigens auch für das Philosophieren in gleicher Weise gelten. Ich habe dieses Buch Feuer der Freiheit, handelt von 4 Philosophinnen, die in absolut bedrängtester existenzieller Situation eben doch weiter philosophieren, weil sie nicht anders können. Und wir haben das heute oft, das werden Sie wahrscheinlich in der Kunst auch haben, dann kommen da die 30-jährigen jungen Philosophen und sagen, ich kann nicht weitermachen, weil ich das Stipendium nicht gekriegt habe, weil mein Arbeitsvertrag zu kurz ist. Und dann sagen, der Impuls ist bei mir schon da, dann mach halt was anderes. Aber dieses Gegreine kann ich mir auch nicht sehr lange anhören, weil wenn du wirklich das machen willst und du kannst nicht anders, dann wirst du entweder Wege finden, es zu tun. Es wird auch andere Weisen geben, philosophisch zu leben. Und diese Sparkassenerwartung an akademisches Leben, dass man da mit 30 in gesicherte Verhältnisse gibt, um dann seine Papers schreiben zu können, das geht mir auch wahnsinnig auf die Nerven. Sie werden sowas Ähnliches auch erleben. Natürlich muss man da immer sagen, jemand wie jetzt Nikolaus Harnoncourt, so wie er mir beschrieben wurde, der hatte ja gar keine Wahl. Der hat sich ja nicht dafür entschieden, das zu machen. Das ist so wie, das kennen Sie bei Rilke und dem Frage des jungen Dichters, soll ich denn Schriftsteller werden, soll ich denn Dichter werden? Und Rilke antwortet, nur wenn es sich absolut nicht anders vermeiden lässt.
Ja, ich wollte es gerade auch bringen, nur wenn man muss. Also Okay. Vielleicht ist dieses Müssen, dieser innere Zwang Und wahrscheinlich auch das scheint mir gerade auch in der Klassik, Sie haben natürlich jede Menge prekäre Sänger, die nicht davon leben können, die das nicht machen. Und dann ist es auch schäbig zu sagen, Augen auf bei der Berufswahl. Es ist auch oft eine persönliche Tragik, dass es nun mal das ist, was sie machen wollen und sie davon nicht leben können. Und so ist das eben auch im Leben manchmal. Ich schaue in die Runde, ob es Fragen, Wünsche gibt, sich zu beteiligen. Ja, hier vorne. Ich glaube, wir warten noch kurz auf das Mikrofon. Ja, eine Dame hinten. Zuerst ein Mann in der ersten Reihe. Der Herr hier vorne hat eine Frage. Ich komme ja auf die Kunst zu sprechen. Haben Sie mir aus der Zelle gesprochen, dass man die Kultur nicht so überheblich bezeichnen soll. Und ich bin am Land aufgewachsen, habe nach der Pflichtschule erst mich auseinandergesetzt mit der Kultur der Sache und habe dann geglaubt, dann ist man 12, 15, 16 Jahre, die anderen Dorfkinder sind blöd. Ja? Und dann glaubt man, wenn man Kunst versteht, das macht die Welt besser. Und ich habe dann, das vergesse ich nicht, ich habe die von Joseph Goebbels, der hat die Geschichte geschrieben und der hat gesagt, sie sind gesessen beim Schubert und beim Konzert und allen sind alle in die Tränen heruntergekommen und seitdem ist ambivalent. Und noch zu der Arbeit habe ich sehr interessiert zugehört. Manches war mir noch nicht so bewusst, was Sie sagen. Das freut einen dann, wenn Sie sich gescheiten Leute was sagen, was mir auch eingefallen ist. Aber eine Frage habe ich jetzt. Was hat diese Diskussion euch auf den Punkt gebracht, dass Sie was sagen dazu, was wirklich die Arbeit ist, in ein paar Sätzen? Es war eine Stunde drüber. Ja. Das war das, was ich sagen wollte. Also die Frage ging an mich, habe ich das richtig verstanden, oder an uns beide? Es würde sich aus dem Geiste der Diskussion ergeben, dass ich Sie jetzt mit 3 Takeaway-Sätzen ungern entlassen würde, weil ich hoffe, dass wir ein Panorama ein bisschen davon geliefert haben, wie man diese Frage besprechen kann. Ich denke, was man tun kann, wenn man über Arbeit nachdenkt, und insbesondere künstlerische Arbeit rechtfertigen will, sie nicht allzu selbstverständlich unter das Diktat des Nutzens zu stellen. Und dass die Art und Weise, dass wir über Arbeit nur im Sinne von Nutzarbeit als Lohnarbeit nachdenken, eine ist, die unsere Kultur belastet, unsere Gesellschaft belastet. Und wenn es eine Möglichkeit gäbe, dass diese Diskussion für Sie bewirkt hat, dass Sie über Arbeit auch anders nachdenken können, einen anderen Arbeitsbegriff für sich entwickeln, dann glaube ich, wäre aus meiner Sicht schon viel gewonnen. Darf ich dazu noch was sagen? Entschuldigung. Ich glaube, dass die Arbeit in Kultur und in Kunst unter anderem auch eine Erwartung und eine Hoffnung auf eine bessere Welt ist. In einem Anteil, in dem kleinen naiven Anteil, den wir auch in uns haben. Die Erwartung und die Hoffnung auf eine bessere Welt. Und diese Hoffnung und diese Erwartung zu tragen und zu formulieren und nicht verkümmern zu lassen, ist meines Erachtens ein Arbeitsanteil an dem, was wir versuchen. Ich möchte 2 Dinge anmerken, vielleicht haben Sie das gesagt, aber die mir hängen geblieben sind. Das eine ist, dass die Gesellschaft die Kultur ausüben, großteils noch nicht als Arbeit sehen. Wenn ich sage, mein Vater ist Musiker oder Schauspieler, dann sagen sie, aha, der spielt Musik oder der spielt Schauspieler und was macht er sonst? Das ist das eine. Das andere ist, es gibt Menschen, die Kultur ausüben müssen. Der Künstler sagt, das mache ich. Und die anderen müssen das umsetzen. Ob das jetzt das im Orchester ist oder ob das die auf der Bühne sind, die in manchen Theatern wirklich etwas
vielleicht im Kopf haben, was das sein könnte, aber es so ausüben müssen, wie der Regisseur sagt, wie das Theater gestaltet ist, wo sie vielleicht dann irgendwo stehen, wo sie keiner sieht, die aber Künstler sein wollen, die aber Schauspieler sind, die in die Arbeit gehen und das gar nicht begeistert ausüben können. Und ich möchte, um zu Nikolaus Harnoncourt zu kommen, anmerken, er hat auch eigentlich wollen, dass es ein gemeinsames wird, und das sieht man daran, dass er im Endeffekt das Stück selbst, also er wollte ein Stück selbst Regie führen, selbst mit den Musikern arbeiten und war eigentlich immer bestrebt, dass das etwas miteinander wird, das stimmig ist und wo alle daran Freude haben. Und das ist ein großes Danke an ihn, glaube ich, und ich hoffe auch ein Vorbild für andere. Dankeschön. Also was Sie sagen, dass die Haltung vom Nikolaus Harnoncourt in der Zusammenarbeit, natürlich war er dominant, ohne Ende, aus seiner Kraft und aus seiner Größe. Und die Offenheit für das, was mit MusikerInnen, Mitgestalter, RegisseurInnen dazu bringen durften, war im Verhältnis dazu sehr groß. In diesem Verhältnis zwischen der großen Kraft und in der Inklusion des anderen haben wir alle sehr viele glückliche Momente von musikalischem Schaffen erleben dürfen. Also da gebe ich Ihnen völlig recht. Zu den Arbeitsbedingungen der SchauspielerInnen in Theatern. Wir begeben uns alle in Arbeitssituationen, die wir uns durchaus auch aussuchen. Ich habe mir ausgesucht, mir von Dirigenten sagen zu lassen, wie sie es gern haben wollen. Da bin ich offenen Auges hineingegangen. Und das tun die Schauspieler auch. Sie können auch Regisseure werden. Ja? Also das ist ein spannendes Thema, aber ich glaube nicht, dass sich die theatralischen Strukturen in der Arbeit, dass sich die leicht demokratisieren lassen. Ich habe das ein paar Mal erlebt, es ist sehr amüsant. Aber mitunter reicht ganz einfach die Zeit nicht aus, solche Prozesse in demokratischen Strukturen abzubilden. 6 Wochen Probezeit widersprechen ein bisschen basisdemokratischen Entscheidungsfindungsprozessen. Ja, aber oft kann man sich darüber wundern, wie sehr dann doch es ein gemeinsames ist. So, ja, hier ist noch eine Stimme. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das ausdrücken soll, aber bei einigen Gedanken von Herrn Eilenberger bin ich total dabei, so was er uns über Arbeit mitgegeben hat, aber bei manchen gar nicht. Also ich empfinde zum Beispiel, dass ein musikalischer Akt, also wenn ich als Musiker auf der Bühne stehe, wenn ich in einem Trio mit anderen Menschen Kammermusik mache, dann spüre ich was anderes wie beim Laufen, wenn ich mit Hingabe im Büro sitze, recherchiere. Das ist, weiß nicht, da bin ich elektrifiziert, das ist für mich die pure Liebe, die ich da spüre, oder manchmal ein Hass, und da geht was anderes auf in mir, und das ist einfach nicht zu vergleichen mit jetzt einem Flow-Zustand in einer normalen Art von Arbeit, die ich sonst mache. Das ist für mich Alltag. Ja? Und vielleicht mit Nikolaus Harnoncourt, wenn ich da einen Bezug nehme, ich denke mal, er war, und auch seine Frau Alice, sie waren mit Leib und Seele dabei, zu recherchieren, genau was herauszufinden, zu forschen, damit dann dieser schöpferische Akt als Interpreten von Musik möglichst gelungen und möglichst genau am Punkt war. Aber dieser Akt der Kunst war, oder stelle ich mir zumindest so vor, ist nicht zu vergleichen mit, mit Apfelstrudel backen oder
als Kicker am Fußballplatz zu stehen, das ist eine andere Art. Da passiert was anderes im Hirn, da passiert was anderes in den Gefühlen. Und also da denke ich quasi auch als Urmensch zum Beispiel, hat jeder von uns und jeder Mensch hat so einen kulturellen Ritus in sich oder hat quasi sich auf die Jagd begeben, um zu überleben, aber in der Gemeinschaft getanzt und Musik und eine rituelle Handlung gemacht. Und die hat ihm dann was anderes gegeben als quasi Essen und Ernährung. Ja? Und das wollte ich einfach nur sagen. Danke. Herzlichen Dank. Darf ich da kurz was drauf erwidern? Ja, Also ich bin sehr dankbar tatsächlich, dass Sie sagen, vielleicht bräuchten wir so eine Art, ich reformuliere das jetzt kurz, eine Phänomenologie des Flows. Es gibt ganz verschiedene Art und Weisen dieser Selbstvergessenheit. Mein Einsatz sozusagen in dieser Diskussion oder in diesem Diskutieren besteht eher darin, auf Kontinuitäten zu verweisen, die oft überspielt werden, weil die Kunst etwas ganz anderes sein soll. Und sagen, mein Einsatz besteht darin, es ist vielleicht, wenn wir in die Binnenbeschreibung gehen, können wir herausarbeiten, was daran anders ist. Aber ich denke, es ist doch ein Erfahrungsfeld. Und wenn wir so zum Beispiel mit John Dewey vorgehen, Kunst als Erfahrung, er widmet sich genau diesen Differenzierungen in diesem Buch, das ich wirklich sehr empfehle. Da auch Binnendifferenzierungen, auch eine Stubenfliege ist ganz bei sich, ist total fokussiert. Das ist eine sehr dunkle Form oder eine sehr niederschwellige Form von totaler Präsenz. Aber vielleicht können wir uns insofern aneinander annähern, dass oft so getan wird, als ob das nur die Kunst und die Kunst allein vermöge. Und ich glaube, das ist ein gefährliches Sprechen. Und es ist auch eins, das nicht erfahrungsverbürgt ist. Eine Stimme haben wir noch ganz hinten. Ja. Danke. Nikolaus Anoncourt hat im Jahr 2005 mit einem 227-köpfigen Kinder- und Jugendsinfonieorchester geprobt und dann 2 Konzerte gespielt in der Steiermark und in Wien. Er wurde dann vom Standard interviewt und eine Frage war, Herr Anoncourt, was machen Sie anders, wenn Sie mit den Kindern arbeiten, wie wenn Sie mit den Wiener Philharmonikern arbeiten? Ich nehme an, Sie kennen seine Antwort. Er hat gesagt, ich mache überhaupt nichts anders. Ja, und da könnte man jetzt bissig zurückfragen, heißt das, dass er alle erwachsenen Menschen auch als Kinder behandelt hat? Ja? Oder umgekehrt? Aber das wäre eigentlich Spannende die bessere Frage. Antwort, oder? Ja. Also diese Ja, aber das müssen Sie mir sagen. Ich weiß nicht, wie viel Mündigkeit so jemand einfordert. Vielleicht fordert er Wachheit ein für das, was er will. Darf ich die Antwort geben, bitte? Ja? Wenn Sie den Proben gehört haben, konnten Sie wirklich an dem Stil, in dem er geprobt hat, nicht erkennen, ob er mit einem Kinderorchester probt oder mit den Wiener Philharmonikern probt. Ich war sehr viel bei Proben bei ihm dabei, mit den Philharmonikern und mit den Kindern auch. Es gab wirklich keinen Unterschied. Er behandelt beide als Menschen. Ich glaube, darum geht es. Faszinierend. Unbedingt. Aber wenn wir es unterscheiden müssten, dann hat er mit uns allen geredet wie mit Kindern. Und wir haben es alle geliebt. auf der Spur nach dem Menschsein vielleicht ein bisschen näher und unmittelbarer, wenn man an die kindliche Wachheit denkt und an die Aufnahmefähigkeit. Das ist ein sehr schönes Bild. Wenn Sie erlauben, würde ich das jetzt einfach so stehen lassen am Ende. Und vielleicht ist das auch ein Weg, sich dem Thema Arbeit zu nähern, wenn man die Kinder beim Spiel beobachtet, in dieser Selbstvergessenheit, bei ihrer Arbeit. Vielen herzlichen Dank. Zunächst einmal meinen beiden Gästen, Florian Bösch und Wolfram Eilenberger. Herzlichen Dank fürs gemeinsame Denken. Danke. Vielen Dank Ihnen hier im Saal und an den Geräten zu Hause für das konzentrierte Mitdenken. Ich behaupte, man spürt das, ob da wer eigentlich auch Gedanke für Gedanke mitgeht. Die nächste Gelegenheit zu diesem gemeinsamen Denken haben Sie am 21. November wieder hier bei der Langen Nacht der Philosophie.
Und für heute wünsche ich Ihnen noch anregendes Weiterdenken und Weiterspüren und bedanke mich ganz herzlich fürs Dasein. Auf Wiedersehen. Danke Ihnen. Danke. Danke. Danke dir. Schön. Judith. Ganz schön, danke. Vielen Dank.